Die Natalie, die hier in Deutschland lebt, gefällt es mir am besten. Ich bin Natalie González, ich komme aus Bogotá, Kolumbien. Ich wohne fast 8 Jahre in Deutschland und ich bin Studentin. Im Moment bin ich in dem letzten Semester von meinem Master. Ich wollte eine dritte Sprache lernen. Ich konnte schon ein bisschen Englisch und dann habe ich viel gesucht. Aber die beste und die einfachste Weg war, Opernmädchen in Deutschland zu sein. Und es war eigentlich sehr einfach, mich zu entscheiden. Ich wollte einfach weggehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich nicht mehr dort anpassen konnte. Auf der Arbeit zum Beispiel. Je nachdem, wo man arbeitet, hat Vorteile oder Nachteile, wenn man Frau ist. Zum Glück bin ich nicht so hübsch. Also dieses Vorbild von hübsch in meinem Leben passe ich nicht genau an. Aber viele von meinen Kollegen, weil sie genau in diese Muster anpassen wollten, haben sie sich operieren lassen. Solche Frauen haben manchmal mehr Möglichkeiten ansteigen, sagt man das? Aufsteigen. Je nachdem in welchem Unternehmen, je nachdem in welchem Bereich. Das ist natürlich nicht allgemein, aber in dem Moment, als ich gearbeitet habe, habe ich das erfahren. Und das hat mich direkt so getroffen. Deswegen konnte ich nicht dort sein. Ja, ich war jung, ich konnte ins Ausland gehen. Warum gebe ich mir ja nicht die Möglichkeit, das zu erfahren? Die Studenten können richtig gemein sein, ohne Absicht. Wie alt warst du? Oh, mit deinem Alter sollte ich schon das und das haben. Dankeschön. Dein Alter habe ich gerade angefangen. Oder es kann man nicht vergleichen. Aber gut, die Dozenten waren super nett. Einmal sogar habe ich mir gedacht, nee, ich wechsle einfach das Studium. Das geht nicht mehr, ich verstehe nicht. Und ich habe eine Dozentin getroffen. Sie hat gemerkt, dass ich traurig war. Und sie hat, was ich mir gedacht habe, kein Deutsch macht das, aber sie hat mega offen und ehrlich ihre Geschichte erzählt, als sie in Österreich studiert hat. Sie hat mich gefragt, glauben Sie, dass, weil wir Deutsch sprechen, war so einfach? Es war noch schwieriger. Es gibt 1000 Worte, die ich nicht verstanden habe. Die Witze, diese Alltags, habe ich nicht verstanden. Es geht nicht um Sprache, Frau González. Es geht um Sie. Was wollen Sie? Und ich wollte Professorin werden. Deswegen bin ich geblieben und habe ich weitergemacht. Was wollen Sie? Okay, ich will doch einen Master studieren. Ich war 6 Monate in Kolumbien letztes Jahr. Ich habe diese Austauschsemester in Bogotá verbracht. Ich war voll motiviert, weil ich auch selbst Kolumbianerin bin, wollte ich viel unternehmen, habe ich viele Veranstaltungen und Ausflüge mit anderen Ausländern gemacht. Ich wollte dasselbe mit meinen alten Freunden machen und manchmal kam niemand. Du musst immer 20 Leute einladen und 20 Leute nochmal anrufen und fragen, ob sie überhaupt mitkommen wollen, was hier total anders ist. Und ich finde hier das einfacher. Dein Wort ist wert. Du sagst ja, kommst du. Du sagst nein und du kannst nicht. Und es ist auch okay. Du kannst nein sagen. Man darf nein sagen. In Kolumbien, du sagst ja als Höflichkeit immer, obwohl du nicht kannst. Ich glaube, ich hatte schon mich entschieden, in Deutschland zu bleiben, bevor ich nach Kolumbien zurückgegangen war. Klar, meine Familie hat das nicht erfahren, aber es war einfach so schwierig, nochmal anzupassen. Ich weiß nicht mehr warum, aber ich fühle mich nicht mehr wohl. Ich gehöre nicht mehr dazu. Die Natalie, die hier in Deutschland lebt, gefällt es mir am besten. Als ich klein war und ich diese Hollywood-Filme gesehen habe ich mich immer so identifiziert mit dieser unabhängigen Frau, die alles schafft und alles kann. Wegen dieses Systems in Kolumbien konnte ich diese Frau nicht sein. Und hier kann ich doch. Meine Familie bewundert das so. Du bist alleine und du hast es geschafft. Und ich denke immer, es ist eigentlich einfach. Das System gibt dir alles, damit du das schaffst. Es ist nicht schwer. Dort musst du 8 Stunden Abend dann am Abend studieren. Brauchst du deine Mama, um zu kochen und zu waschen und alles zu Hause, weil sonst schaffst du nicht.
Hier hast du alles zu Hause. Hier hast du ein Fahrrad und kannst du mit dem Fahrrad irgendwo hingehen. Dort ist es unmöglich. So viele Autos, so viele Menschen, so viel Staub, Verschmutzung. Und sie denken, dass hier schwierig ist, aber wenn ich vergleichen darf, dort ist es schwieriger, viel schwieriger. Die Bedingungen sind einfach anders. Taxi, compras.